A Journey to Love. Ähm, macht es euch gemütlich. Wir brauchen jetzt keine Slide mehr. Und wir beginnen mit einer Meditation, die auch in einer LCQ schlüpfen kann. Und schauen, dass wir ja lernen, wirklich unser Herz wieder zu öffnen für uns selbst. Und alle anderen Sachen, die noch offen sind, wie Fragen, die euch auf dem Herzen liegen, würde ich euch einladen, morgen in dem Q&A zu stellen. Und ich möchte euch alles beantworten, was dann bis dahin noch offen ist. Die Journey to Love. Diese Meditation und LCQ wird euch separat in der Bibliothek zur Verfügung sein und könnt sie immer wieder nutzen, um in tieferes und noch tieferes und noch tieferes und noch tieferes Level an Liebe für euch selbst zu kommen. Ich lasse es offen, wie lange es dauert, und ich fühle, dass es aber sinnvoll ist, dass ich das Meeting beende in Stille. Das heißt, ihr werdet von mir keine Umarmung und kein Tschüss gesagt bekommen. Das machen wir jetzt. Und dann lasse ich euch in Ruhe in der schönen Energie dann sitzen, dass ihr so lange, wie ihr es fühlt und möchtet, in der Energie bleiben könnt. Solltet ihr einschlafen oder auch davor eingeschlafen sein, das liegt oft an den wirklich sehr, 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 sehr hohen Energien. Gerade die LCQs haben das Potenzial, einmal ins auszukicken, und sprich, ihr könnt es mit eurem Verstand die Energien nicht halten und schlaft ein und geht auf die höhere Bewusstseinsebene, wo ihr sehr wohl die LCQ empfangt, aber an dem bewussten Verstand geht es vorbei. Das gleiche kann euch hier passieren. Es ist nicht schlimm. Irgendwann habt ihr so viel von den Sachen und von den hohen Frequenzen integriert, dass ihr nicht mehr einschlaft. Also es ist nichts falsch mit euch, solltet ihr eingeschlafen sein bei dem Kontakt mit den Arcturianern. Und es ist auch nichts falsch dabei, wenn ihr jetzt einschlaft. Bitte nicht in Schuld und Verurteilung gehen, wenn wir jetzt in die Journey to Love, in die Reise zur Liebe gehen. Es kann wirklich sein, dass ihr einfach einmal rausgeht. Und dafür habt ihr das Recording, kommt immer wieder zurück, und dann solltet ihr irgendwann auch in der Lage sein, wach zu bleiben, wenn eine LCQ stattfindet. Okay, gut. Dann sage ich euch jetzt schon mal Tschüss. Manchen sage ich gute Nacht. Bisschen Spaß muss sein. Und ja, lade euch ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, zu fühlen, zu spüren, in die Energien, die da sind, um euch herum und in euch. Und zu spüren. Einmal ganz ohne Wertung oder Beurteilung. Was ist da? Der Verstand liebt es, alles zu klassifizieren, zu benennen, zu identifizieren. Und ich lade euch ein, das einmal nicht zu tun, sondern ganz euren Fokus auf Atmung und Fühlen zu legen. Atmet in die Energie, die euren Kopf umgibt. Fühlt, wie fühlt sich die Energie um euren Kopf herum an. Dann atmet in euer Herz und fühlt die Energie um euren Herzraum herum. Und
fühlt, wie sie sich unterscheidet von den Energien um euren Kopf. Nur fühlen, nicht bewerten. Beobachten, ohne zu klassifizieren. Der Verstand liebt es, allem ein Label, eine Markierung zu geben. Und hier lade ich den Verstand ein, ganz bewusst es einmal nicht zu tun und wie ein Kind zu beobachten, was davor nicht bekannt war, die Welt wieder zu sehen wie ein Kind. Die Erinnerung, wie ihr die Welt als Kind gesehen habt, ohne für alles einen Namen und eine Beschreibung zu haben, ist tief in euch gespeichert. Und diesen Teil lade ich ein von eurem Verstand, sich zu aktivieren, zu fühlen, zu beobachten. Atmet in euer Herzraum und beobachtet die Energien, die da sind. Atmet in euren Bauchraum und fühlt die Energien, die da sind. Atmet in eure Beine und Füße. Beobachtet die Energiequalität dort. Und atmet in euer gesamtes Energiefeld und beobachtet die Energien eures Energiefeldes. Und dann lade ich euch ein, einmal die Energien außerhalb eures Energiefeldes wahrzunehmen. Und wenn ihr könnt, mit eurem Bewusstsein euer Energiefeld verlassen und von außen euer Energiefeld fühlen mit eurem Seelensinnen. Und einmal beobachten, wie die Energien des Kopfes anders sind zu den Energien aus dem Herzen. Wie nutzt der Verstand die Herzkohärenz? Fühlt einmal, wie der Verstand eine Idee hat, für was er die Herzkohärenz benutzen kann und welchen Grund der Verstand hat, eine Herzmeditation zu machen, und fühlt in diese Energie.
Dann fühlt in die Betrachtungsweise eures Herzens über die Herzkohärenz und eine Herzmeditation. Fühlt über euer Herz. Und dann lade ich ein, den Verstand einmal Liebe fühlen zu lassen. Und wie der Verstand Liebe nutzt, fühlt und beobachtet. Welche Energiequalität Liebe aus dem Verstand hat. Beobachtet, fühlt, atmet. Und achtet gerne auf jeden Bereich eures Körpers, wenn ihr euch entscheidet, Liebe über den Verstand zu nutzen. Beobachtet, fühlt. Dieses Gefühl ist vertraut, nicht wahr? Welche Beschreibungen findet ihr für die Liebe aus dem Verstand genutzt als Werkzeug oder als projizierte Illusion? Der Verstand selbst ist nicht in der Lage, wahre Liebe zu erzeugen. Der Verstand kann sich nur erinnern daran, wie sich Liebe angefühlt hat, aber nie wirklich erschaffen. Liebe aus dem Verstand zu nutzen, ist, als würdet ihr eine Kopie, ein Hologramm von der wahrhaftigen Energie der Liebe projizieren und als Werkzeug gebrauchen. Atmet und fühlt. Es ist wichtig, dass ihr diese Energie kennt, um zu unterscheiden. Zu denken, was es bedeutet zu lieben. Zu denken, dass man liebt. Zu versuchen, Liebe zu aktivieren auf Knopfdruck. Atmet und fühlt noch ein bisschen länger, auch wenn es langsam unangenehm wird. Beobachtet und analysiert hier auch über euren Verstand. Denn nur so könnt ihr mit eurem Verstand lernen. Die Energie beginnt aus dem Verstand, die davor sich angefühlt hat wie Liebe, eine andere Dynamik zu bekommen, eine Dynamik von Kälte, Scharfheit und Manipulation, als würde die Liebe zu einem Störbild werden. Haltet weiter hin die Idee, über den Verstand zu lieben. Diese Energie ist nicht Liebe, von der wir sprechen. Diese Energie ist eine Energie, die Verwirrung und Störfelder und Manipulation erschafft, worauf immer sie gerichtet wird. Der Verstand kann Liebe nur übersetzen und fühlen und erfahren, aber niemals erzeugen. Atmet und fühlt und haltet euren Fokus auf die Energien um euren Kopf.
Und ich frage hier euch als den Menschen, den ihr seid, seid ihr bereit auf ein wahrhaftiges, tiefes Level von echter Liebe? Und seid ihr bereit, die Liebe aus dem Verstand heraus loszulassen? Seid ihr bereit, wahrhaftige Liebe für euch zu reaktivieren, die niemals missbraucht werden kann vom Verstand? Denn der Verstand kann immer nur ein Hologramm von Liebe erzeugen, aber niemals Liebe selbst. Und jetzt, wo ihr die Energien der Liebe aus dem Verstand kennt, seid achtsam, wann immer ihr aus dem Verstand versucht, etwas mit Liebe zu transformieren oder wegzumachen oder sogar zu manipulieren. Wenn einmal etwas gesehen und erkannt wurde, ist es schwer, es wieder zu wählen. Es benötigt Kraft und Energie, um es zu tun. Vertraut darauf. Einmal ein Irrtum erkannt, muss mehr Energie aufgewandt werden, um den gleichen Irrtum erneut zu machen. Und so lade ich nun den Verstand und das Ego ein auf die Reise ins Herz. Bringt gerne euren Fokus den Hals hinunter, wie eine Wendeltreppe hinunterlaufend, in euer Herz, in euren Herzraum. Und wenn ihr in eurem Herzraum, eurem Herzen angekommen seid mit eurem Fokus, ladet nun auch euer Ego und euer Verstand ein, dem Bewusstsein zu folgen und im Herzen Platz zu nehmen. Fühlt euch in eurem Herzen und spürt, wie das Herz um euch herum pulsiert und schlägt. Wie der Herzraum von dem Puls eures physischen Herzens umhüllt ist und ihr die Vibration des Herzschlags spüren könnt. Ihr dürft gerne visualisieren hier. Hauptsache, ihr verlagert eure gesamte Aufmerksamkeit und euren gesamten Fokus auf euer Herz. Und spürt, wie der Puls eures Herzens euch mehr und mehr verankert in dem Raum. Und wie euer Bewusstsein wie kleine Wurzeln schlägt im Zentrum eures Herzens. Und wie euer Herzchakra in voller Kraft um euch herum pulsiert wie eine wunderschöne Sphäre von golden, grünen, violettem Licht. Und erlaubt, dass die Wurzeln, die euch in eurem Herzen verankern, nun dafür sorgen, dass ihr mehr und mehr in euer Herz hineinschmelzt, wie Eis an einem warmen Sommertag. Wie euer Bewusstsein mehr und mehr mit dem Bewusstsein des Herzens eins wird. Hier dürft ihr erlauben zu schmelzen.
Ihr müsst nicht versuchen zu schmelzen, sondern erlaubt das, was natürlich ist, und lasst in euer Herz los. Und hier in der Energie von Erlauben lade ich euch ein, euer Herzzentrum zu öffnen, mit der Entscheidung, dass es so ist. Öffnet euer Herzzentrum und fühlt die Energie, die beginnt, sich zu verbinden mit euch und allem, was im Herzen ist. Und erlaubt nun, dass euer Bewusstsein mehr und mehr eins wird mit dem Licht aus dem Zentrum eures Herzens. Wie alles, was wahrnimmt, beobachtet, eins wird mit dem Licht des Herzzentrums, bis ihr vollkommen von Licht erfüllt und durchdrungen seid. Atmet, fühlt und erlaubt. Erlauben. Und öffnet euer Herz ein bisschen mehr. Und erlaubt, dass diese Energie alles integriert. Und alles, was die Energie berührt, beginnt zu schmelzen und sich zu integrieren. Atmet und erlaubt, fühlt, fühlt. Das ist die Energie von Liebe. Fühlt. Lasst euch berühren von ihrer Wärme und ihrer Essenz. Lasst sie fließen in jeden Winkel. Erlaubt, dass jeder Winkel eures Seins, jede Zelle integriert wird in dieser Liebe. Und jeder Aspekt und jede Facette von euch, jede Emotion berührt wird von dieser Energie. Jeder Gedanke schmilzt in dieser Energie. Öffnet jeden Gedanken, jede Emotion. Erlaubt, dass alle Energie aufgefüllt und durchdrungen wird von dieser Liebe. Atmet. Erlaubt.
Das ist die Energie von Liebe, reine Essenz von Integration. Das ist die Essenz eurer Seele. Erlaubt, dass euer gesamtes Energiefeld in die Liebe hineinschmilzt und integriert wird. Der Sinn von Liebe alles durchdringt. Erlaubt, erlaubt, erlaubt. Alles ist gut in aller Kreation. Alles ist gut. Alles ist perfekt. Ich bin vollkommen. Ich bin Liebe. Atme, fühle, erlaube.